Hallo und herzlich willkommen bei Disaster Tours. Vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. In diesem Video geht es um die letzten Vorbereitungen vor dem ins Wasser bringen der Shanty. Aktuell ist noch tiefster Winter. Also, wir gehen mal vom Zeitpunkt des Videos aus, ne? Und es ist noch einiges zu tun. Der Motor ist nun zwar schon bereit, aber die Klimatisierung lässt noch zu wünschen übrig. Und viele Systeme, wie die Lenkung zum Beispiel, kennen wir noch gar nicht. Das Unterwasserschiff ist auch noch nicht bereit, da die Wasserkante noch kein Anti-Fouling hat. Ob das klappt, alles zu beheben, das seht ihr nach dem Intro. Um die Lenkung vertrauen zu können, müssen wir den Pumpmechanismus vom Ruder erstmal freilegen, um die Sicherheit zu haben, dass diese nicht jede Sekunde ausfallen kann und wir das Notruder gleich bei der ersten Fahrt anbauen müssen. Wie ich ja selbst schon herausfinden musste, ist die Ruderthematik ja nicht gerade unwichtig. Im Zweifelsfall kann die darüber entscheiden, ob man ein Seenotfall wird oder nicht. Also besser einmal nachschauen. Die Pumpeinrichtung muss ja direkt hinter dem Steuerrad liegen. Dazu müssen erstmal die Navigationsinstrumente weichen. Zuerst kam dann das Hydraulikbehältnis und ein paar Kabel zum Vorschein. Die Kabel sind nur von einem Vorbesitzer zur Beleuchtung angedacht gewesen. Ist aber nichts dran angeschlossen. Der Zylinder ist leicht ölig, aber sonst waren auch keine Auffälligkeiten zu sehen. Die Einfüllschraube ist nur ziemlich lose. Da kann ich mir auch vorstellen, dass das möglicherweise so sein soll, damit kein Überdruck entstehen kann und sich das Lenkrad leicht drehen lässt. Die Öffnung sieht halt auch gesenkt aus. Oder die letzte Schraube ist dort abgerissen. Kann auch sein. Den Funktionstest hat die Lenkung aber bestanden. Der Ruderanzeiger von den Instrumenten hat eine reproduzierbare Stellung bei Drehung des Lenkrades angezeigt, was das vermuten lässt. Das Ölbehältnis hat auch einen angemessenen Füllstand. Da das alles so läuft, können wir jetzt mit der Dieselheizung weitermachen. Was machst du noch Schönes? Ich? Ja. Gerade die Heizungswartung. Okay. Du siehst ja, wie viel Dreck da drin war. Mhm. Das haben wir erstmal rausgenommen und dann machen wir hier ein neues Sieb rein. Mhm. Das alte, ja. Da sieht man eigentlich nicht, dass da irgendwas kaputt ist, aber das machen wir gleich neu. Damit die Dieselheizung wieder funktioniert, ne? Ja, Ist das jetzt ein Passstift oder was ist das? das ist extra ein Werkzeug zum Windschieben. Damit man das Sieb da rein rauskriegt. So, hier, das haben wir schon sauber gemacht. Mhm. Wunderschön. Und jetzt müssen wir das wieder zusammenbauen. Und dann kommt da nachher noch ein neuer Lüschter. Ja, der kommt auch wieder. Genau. Hier ist der alte. Sieht eigentlich auch nicht kaputt aus, aber den mal austauschen kann man das ja mal anlegen. So, Wunderbar. Dann neue Dichtung und dann die ready. Lichtung da. Der Zusammenbau der Dieselheizung ging ohne Probleme. In der Shanty ist übrigens eine Eberspecher Airtronic M Dieselheizung vorhanden. Die Wartungsteile konnten günstig bei eBay besorgt werden. Mal schauen, ob wir die Heizung damit wieder zum Laufen bekommen. Luft? Ui, da fragst du was. Hier plätschert was. Was ist Nur weil Wasser von oben hat runterplätschert. das? Als ob das hier rein plätschert. Das im Schlafzimmer und der andere geht hier an der Treppe raus. Ja, drin damit. Wie soll ich ihn halten, dass du ihn raufschieben kannst, den Schlauch? Der Auspuff. Der hier oben. Ja. Und dann muss ich den Scheiß noch festziehen, ne? Ja, Die rechte Hand wissen zu mir. wir müssen nachher bloß die Benzinleitung müssen wir noch anziehen, aber wir müssen den erstmal, wollen wir ja testen. Ansaugrohr ist drauf. Jetzt müsste Strom an sein, oder? Ja. Gut. Da kann man gedrückt werden, um das anzuhalten. Ja, hier glaube ich. Das Bedienteil lässt schon zu wünschen übrig. Es ist nicht gerade intuitiv. Uhr stellen oder was das jetzt angemacht? Jetzt. Seht ihr was? Wir versuchen hier gerade die Dieselpumpe zu überprüfen, ob diese auch Kraftstoff fördert. Kannst du das messen? Das fängt glaube ich erst später an mit Dieselpumpen. Warum? Weil der erst vorgewärmt werden muss oder irgendwas. So, nach erfolgreichen Einbau der Dieselheizung und nach Wechsel der Pumpe scheint nun auf jeden Fall das Ding zu funktionieren. Es hört sich ein bisschen so an, ne? Was sagst du? Ja. Muss man gleich nach draußen gucken, ob da jetzt schwarzer Rauch rauskommt oder so. Jetzt ist schon, dass was brennt.
Noch ist hier keine warme Luft. Da kommt ja die Luft raus und da haben wir den Einlass von der Luft, Ansaugung. Hört sich auf jeden Fall schon danach an. Das ist ja der Auspuff. Na, wer sagt's denn? Es läuft. Es scheint auch eine vollständige Verbrennung zu sein, sonst wäre der Rauch schwarz. Ja, Diesel. Die Heizung funktioniert also, wie sie soll. Ist bloß ganz schön laut, das Teil. Also es hört sich an, als ob das Boot gleich abhebt. Triebwerke werden gestartet. Scotty macht sich auf den Sprung gefasst. Das ist übrigens der Auspuff. Der geht dann hier lang bis nach oben durch. Das heißt, hier ist es bestimmt auch gut warm. Aber gerade geht's noch. Und so schreitet der Winter voran. Klar hält man sich beim Umbau andauernd mit irgendwelchen Kleinigkeiten auf oder fehlende Teile verzögern wieder alles, aber gut, bei den Witterungsverhältnissen ist man auch in seinen Möglichkeiten begrenzt. Es bleibt nur abzuwarten, dass endlich das Wetter besser wird. Nun ist es endlich soweit. Das Wetter hat sich verbessert. Tatsächlich sind wir mittlerweile auch kurz vor dem Slip-Termin. Das heißt, uns bleibt nicht mehr viel Zeit, das Unterwasserschiff fertigzustellen. Zum Glück sieht das insgesamt noch gar nicht so schlecht aus, weshalb wir zu dem Entschluss gekommen sind, nur die Wasserkante zu erneuern. Klar, der Kiel könnte deutlich schöner sein, aber es wäre wohl besser, das Boot im Sommer noch einmal aus dem Wasser zu ziehen und dann den Kiel bzw. einen neuen Auffrischungsanstrich vom Anti-Fouling zu machen. Also schleifen wir die abgehobelten Stellen noch einmal an und schmeißen den Lack an den Rumpf. Das ist gar nicht mal so unkritisch, denn jetzt ist es noch Anfang des Jahres und noch ziemlich kalt. 8 Grad und eine Luftfeuchte kleiner als 85% sollte man schon mindestens haben. Wir haben jetzt übrigens den gleichen Lack verwendet, den der Vorbesitzer auch verwendet hat. Und zwar ist das von der Wohlert Lackfabrik, beziehungsweise heißen die jetzt, glaube ich, Bayou Coatings. Nach Erzählungen her habe ich gehört, dass die Lührswerft wohl auch diesen Lack verwendet. Dann wird das wohl easy für so ein kleines Bötchen reichen. Na, was machst du da Schönes? Jetzt machen wir mal einen Test, wie sich der Primer verhält, ohne große Vorbehandlung. Spachtel. Willst du nur von der Seite abschleifen? Nee, ich will ja bloß das vordere Stück hier machen. Achso, Mehr machen wir nicht. na gut. Das muss ja eh wieder richtig gemacht werden. Muss eh runter, ja. So, das war's, ja. Mhm. Aber das sieht man doch schon, dass es abtrocknet. Teilweise ist es ein bisschen dick. Da ist es noch ein bisschen dunkel, aber... Ja, ich denke mal, nach einer Stunde können wir die nächste Schicht dann bestimmt schon drauf machen. Dann machen wir so 4 Schichten drauf oder was? Dann können wir nochmal nachlesen, ab wann man denn das Anti-Fouling drauf machen kann. Das Anti-Fouling haben wir den Tag dann auch vollständig auf der Wasserkante anbringen können, aber nach wie vor ist das Unterwasserschiff noch nicht komplett überarbeitet. Daran muss also noch einmal Hand angelegt werden. Also jetzt mal zum kleinen Zwischenstand. Es hat sich final endlich erklärt, dass ich auf die Uni in Hamburg gehen kann. Dementsprechend geht es jetzt richtig los. Das Boot kommt jetzt bald ins Wasser. Das Unterwasserschiff ist noch nicht fertig, aber ich glaube, da muss man wieder mal eine Ausweichlösung finden. Das geht schon wieder nicht anders. Jedenfalls, das größte Problem vom Ganzen ist erstmal aus der Welt geschafft. Und jetzt kommt bloß noch das mit dem Boot hier. Und zwar geht es nun morgen früh genau los. Meine alte Wohnung ist jetzt schon ausgeräumt. Mein ganzer Plunder ist gerade im Auto.
und ja, den muss ich dann hier irgendwie rein verfrachten. Natürlich wird es auch so sein, als ob man in ein Tiny House zieht. Ich muss mich wahrscheinlich noch von einigen Sachen trennen. Ja, was das wird, keine Ahnung. Auf jeden Fall hatte ich 2 große Küchenkartons. Ich glaube nicht, dass sie hier reinpassen werden. Oder ich schmeiß den ganzen Kram weg, der hier ist. Was ich wahrscheinlich auch machen werde, aber gut. So, wie ihr seht, haben wir nun alles soweit geschafft. Der Motor läuft, die Lenkung und die Elektronik funktionieren und das Unterwasserschiff ist verwendbar. Jetzt muss sie nur noch schwimmen. Das und die darauffolgende Reise nach Hamburg in dem uns komplett unbekannten Boot seht ihr im kommenden Video. Also, abonnieren nicht vergessen. Ich danke euch erstmal, dass ihr dieses Video bis hierher geguckt habt. Lasst gerne ein Like da, wenn euch das Video gefallen hat. Haben wir was bei der Vorbereitung vergessen? Lasst mich das gern in den Kommentaren wissen. Dann bis zum nächsten Mal bei Disaster Tours.